Ich geb's zu. Auch ich dachte schon, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich meine, wer ernsthaft noch in der Wohnung lebt, der hat ja wohl den Schuss nicht gehört. Vanlife und seine Traumstellplätze, das ist es doch. Ich habe gestern Abend einfach auf einer Baustelle geparkt. Wer braucht schon Privatsphäre? Sei die Bühne für die Welt. You like my caravan? Yes. Aber irgendwie ist da doch auch ein leiser Verdacht, dass vielleicht auch ich die Irre im System bin. Vor meiner ersten Überwinterung in Spanien dachte ich, sowas mache ich einmal im Leben. Einmal raus. Man macht so eine richtig krasse Erfahrung mit und dann geht das normale Leben halt auch wieder weiter. Naja, so richtig geklappt hat's nicht und ich bin schon wieder mit dem Wohnmobil unterwegs. Diese Woche habe ich jemanden kennengelernt, der mir folgende Frage gestellt hat. Wie fühlt sich das denn mittlerweile an für dich, das Reisen? Ein bisschen hängen geblieben oder hast du immer noch so die Zeit deines Lebens? Ja, und das ist mal eine richtig gute Frage. The black one is your dog, okay. Beautiful dog. Ich suche schon die ganze Zeit nach etwas, wo ich meinen Schlüssel dranhängen kann im Wohnmobil, weil gerade fliegt der so irgendwo rum immer. Und ich habe überlegt, das ist eigentlich ein Kühlschrankmagnet, herzunehmen und dann einen kleinen Haken dran zu machen. Und dann kann ich das über meine Tür hängen und da meinen Schlüssel dran machen. Ich finde das eine richtig schöne Idee. Generell ist das alles wirklich sehr schön. Sieht auch handgemacht aus. You painted yourself? Yes. Wow, it's crazy. And we are burning the wood. Ich hoffe so sehr, dass das jetzt auch so ist, wie ich mir das vorstelle. Das ist einfach Olivenholz. Ich liebe Olivenholz. Wow! Oh! I love it! Hier ist noch mein Häuschen. Muss ich das vielleicht nur relativ hoch hängen? Ah, nein, Moment. Ich mache es einfach hier. Hier ist eigentlich super. Mal überlegen. Ich fahre jetzt erstmal weiter, weil hier in den Bergen wird es relativ schnell dunkel und ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen bei Licht fahren. Nice, da habe ich gerade gar nicht so mit gerechnet, dass ich jetzt ja nochmal auf die Sonnenseite von dem Berg gefahren bin. Und hier ist eine Seilbahn. Und ich glaube, das könnte ziemlich cool sein, jetzt dort hochzufahren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir im Vorfeld keinerlei Gedanken darüber gemacht, was es bedeutet, allein mit so einer Gondel zu fahren. Oh! Ich weiß nicht, ob ich noch mal runterkomme hier. Ich bin jetzt an dieser Mittelstation, wo man umsteigt in die andere Gondel. Quasi, weil eigentlich bin ich jetzt hier erst auf der Hälfte. Und ich habe aber gemerkt, ich fahre nicht weiter hoch. Das geht einfach nicht. Aber ich bin trotzdem ausgestiegen. Ich hätte einfach sitzen bleiben können. Hätte ich machen sollen, dann wäre ich direkt wieder zurückgefahren. Aber ich war so, nee, komm her, du hast dafür bezahlt, du gehst wenigstens mal raus. Jetzt wollte ich die Gondel zurücknehmen, nachdem ich so 5 Minuten gleich draußen war. Jetzt wird die Gondel gewartet. Das ist total beruhigend, dass die Gondel gewartet wird. Und die nächste in einer halben Stunde geht wirklich. Ich würde gerne erzählen, was für ein schöner Ausflug dieser Gondeltrip war. Aber ich finde es gerade Horror. Und es ist irgendwie lustig, weil es so... Es ist nur eine Gondel, weißt du, fährt mit ihrem Auto in die Türkei. Hat eigentlich Angst vor nix.
und kriege dann die Krise in der Gondel. Wow. Also so allein sein oder Dinge allein zu machen, das ist wirklich wie so ein Muskel, den man trainieren kann. Und was das angeht, habe ich eigentlich einen unzerstörbaren Bizeps. Also ich mache ja alles alleine. Also bevor ich es gar nicht mache, mache ich es lieber allein. Aber ich muss ehrlich sagen, Gondelfahren, das ist was. Weiß ich nicht. Ich glaube, es liegt tatsächlich ausschließlich daran, das alleine zu machen, dass mir das gerade nicht gefällt. Weil wenn ich so zurückdenke, wenn ich mit anderen Leuten Gondel gefahren bin, hatte ich da jetzt auch kein Problem. Ja, aber das ist wirklich eine Sache, das ist auch okay. Also ich muss jetzt nicht öfter Gondel alleine fahren, habe ich gemerkt. Das ist so eine Sache, die lasse ich vielleicht einfach. Manchmal denke ich, ich habe schon alle Lektionen durch, die das Reisen für mich bereithält. Aber dann gibt es doch noch die ein oder andere Überraschung und man lernt sich doch noch selbst etwas besser kennen. Bei mir hat es gerade irgendwie einen Schlag getan. Und danach hat der Keilriemen nicht mehr gequietscht. Hintern ist der Keilriemen. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Ja, der sieht aber noch dran aus. Okay. Ja, den sehe ich eindeutig. Ich dachte, es hat mir einen Keilriemen rausgehauen. Aber ja, das war es jetzt nicht. Ich sehe jetzt sonst aber auch nichts. Das ist so der Grund, warum ich eigentlich nicht nachts fahre, weil es sehr unangenehm ist, nachts irgendwo zu stranden. Aber trotzdem fühle ich mich tatsächlich super sicher in der Türkei. Also in Griechenland bin ich sehr selten nachts gefahren. Es kann genauso gut auch sein, dass ich irgendwo krass drüber gefahren bin, aber dadurch, dass es so dunkel ist, habe ich es nicht gesehen. Ich muss in Antalya ganz dringend mal in die Werkstatt. Da quietscht er auch direkt wieder. Bin ich ja sehr beruhigt. Hier war gerade wieder Polizeikontrolle. Hier gibt es super viele Polizeikontrollen. Also das heißt super viele, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel gesagt. Also ich kenne das halt nicht aus Deutschland, vor allem zwischen den größeren Städten. Und das Tolle ist aber, dass die Kontrollen tatsächlich ein Gefühl von Sicherheit geben, anders als zum Beispiel Bosnien. Also ich habe hier noch nie für irgendwas bezahlen müssen, ganz im Gegenteil. Die sind total nett und freundlich und also da merke ich auch so, ich muss denen nichts beweisen. So. Ich bin überhaupt nicht deren Zielgruppe als Touristin hier. Also ist zumindest meine Erfahrung, dass die mich eigentlich nur kontrollieren und weiterschicken. Und das finde ich sehr angenehm. Das ist, glaube ich, der komischste Parkplatz, den ich hier je hatte. Ich weiß auch nicht, ob ich hier stehen kann. Das ist irgendwie so ein Busparkplatz. Ich check's irgendwie gar nicht. Hi. Parking hier? Ist okay? Okay. Okay. Thank you. No Teşekkür. Siehst du? No problem. In Deutschland fände ich es mega sketchy hier. Aber ich bin ja in der Türkei und deswegen alles safe. Gute Nacht. Ich sehe Sonne. Ich bin eingeparkt. Ja, vielleicht würde ich irgendwie rauskommen, aber ich glaube, ich versuche es erstmal nicht. Ich finde es übrigens echt krass. Die haben hier gestern wirklich bis 12 Uhr nachts haben die hier Autos gewaschen und alles Mögliche. Also das ist schon auch alles irgendwie crazy.
was hier so abgeht. I like. Ich habe halt ein Faible für genau solche Orte. Klar, ist es total schön, am Strand aufzumachen oder in der Natur. Ey, wunderbar. Aber ich liebe solche echten Orte. Wisst ihr, das hier, das ist ein echter Ort. Also nicht, dass alles andere unecht ist, aber hier sind die echten Menschen so, das echte Geschehen. Und es ist tatsächlich hier in so einem Ort, ich bin in Kars aktuell, was ein touristischer Ort ist auf jeden Fall. Es ist schwierig, Ecken zu finden, die nicht irgendwie für Tourismus gemacht sind und die nicht hochpoliert sind. Aber hier auf diesem Busparkplatz habe ich das Gefühl, hier sind die echten Menschen. Was auch immer das bedeuten mag, Jana. Also das andere ist natürlich auch alles echt. Ich habe einen neuen Hut, ne? Steht er mir? Hab ich gerade gekauft, voll witzig. Ich habe den gekauft, habe ich direkt aufgesetzt, bin so 5 Meter gelaufen und wurde direkt von der Polizei angehalten, die mich darauf hingewiesen hat, dass da noch das Etikett dran ist. Also ich meine, wie nett ist das denn bitte? Müsst ihr euch mal überlegen. Ja, ich habe den ganzen Vormittag damit zugebracht. Erst habe ich mich mit Schweizern getroffen, total zufällig, voll cool. Die ersten europäischen Camper, die ich nach Istanbul getroffen habe, die haben mir nochmal den Impuls gegeben, mich tatsächlich um meine Mautplakette zu kümmern, weil ich seit 3 Wochen ohne Mautplakette fahre. Aber jetzt war ich hier auch unterwegs und war echt deprimiert, weil die ist irgendwie ausverkauft. Wie kann denn eine Mautplakette ausverkauft sein? Naja, deswegen war ich so ein bisschen deprimiert und habe hier mich glücklich gekauft mit diesem Hut. Ja, naja, ich fahre jetzt so weiter. Frag mich gerade, ob ich da... Komme ich doch durch? Nein, ich glaube... Naja, wobei... Nein, ich glaube nicht. Das ging sehr schnell. Er hier fährt jetzt weg. Ups. Teşekkür. Easy. Oh, ich sag euch, Autofahren und Musik hören. I don't need anything more. Ich schreibe abends immer 3 Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und ein Punkt ist eigentlich immer für die Autofahrt. Und das ist so eine einfache Freude, aber es wird einfach nicht langweilig. Überall, immer wenn ich hier irgendwo hinfahre, ist es einfach so schön. Was soll das? Das ist das Meer, Leute. Das ist nicht der Horizont. Das ist das, also das ist schon der Horizont, aber naja, das ist halt das Meer hier. Ich habe immer das Gefühl, dass es auf der Kamera gar nicht so rauskommt, weil die zu weitwinklig ist. Aber es ist einfach unfassbar, dass ich hier so über dem Meer fahre. Also es ist einfach unglaublich. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist wahnsinnig schön. Wir sind hier schon Besties. Nicht wahr? Oh. Oh. Ich habe mich vorhin mit den Schweizern unterhalten und die haben mich gefragt, wie ich damit umgehe. Jetzt kommt hier der nächste Freund. Und der nächste. Oh Gott. Okay, Katze markiert ihr Revier. Das ist meine Person. Alles gut, Schatz. Ja, ich gehöre komplett dir. Genau, ich hatte mich mit denen unterhalten und sie haben mich gefragt, wie ich damit umgehe, dass es nach dem nächsten 10. schönen Strand alles irgendwie beliebig wird. Daraufhin habe ich geantwortet, ganz einfach, das löse ich so, indem ich nicht an schöne Strände fahre. Und das ist tatsächlich etwas,
was ich diese Reise noch kein einziges Mal gemacht habe. Ich habe vorgestern einen Anlauf genommen, zu einem schönen Strand zu fahren. Ich bin dort angekommen, habe gesehen, ach du Scheiße, da ist ein schöner Strand. Bin umgedreht und bin zurückgefahren. Ja, weil es einfach so ecken- und kantenlos ist irgendwie. Aber jetzt heute, muss ich sagen, war das Wetter wirklich sehr einladend. Und nach dem Gespräch irgendwie dachte ich mir so, das kann es eigentlich auch nicht sein, Jana. Heute ist wirklich so schönes Wetter gemeldet und es soll auch die nächsten Tage regnen. Du fährst jetzt mal zu so einem Strand und machst es jetzt einfach mal. Machst einfach mal eine schöne Erfahrung, weißt du? Man muss sich nicht immer quälen auf dem Busparkplatz. Deswegen testen wir heute das mal aus, nicht wahr, Katze? Ja. Ich will hier eigentlich gerade noch das Licht nutzen, um so ein paar Produktbilder für den Shop zu machen. Aber ist ein bisschen schwierig. Hier ist auch noch eine. Wobei, vielleicht verkauft sich dann besser. Ist das nicht so? Mit süßen Tieren? Leute, kauft meine Ohrringe. Ihr seht, sie sind anscheinend sehr ansprechend. Ach, guck mal, also die findet die richtig gut. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Der Link ist wie immer in der Infobox. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber also hier liegt mein Lama. Und da ist so ein leichter, oh jetzt geht's gerade weg, siehst du das? Da war so ein leichter Regenbogen drauf. Das kommt hier vom Dachfenster, weil die Sonne war durch so einen Tropfen geschienen. Und dadurch, jetzt ist wieder, dadurch hat hier mein Lama einen Regenbogen auf dem Bauch. So, jetzt vielleicht ein bisschen schöner hier so auf dem Gesicht, vielleicht mehr, ha? Oh mein Gott. Ist das nicht total schön? Ich bin total begeistert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe heute Morgen einen Clown gefrühstückt. Ich trage die Hälfte eines Zebra-Kostüms. Und ich fand einfach das jetzt so lustig mit dem Hut, oder nicht? Es ist heute ziemlich zugezogen. Es donnert auch richtig. Hat auch nachts schon geregnet. Hier ist gerade noch eine deutsche Familie. Die haben 3 Töchter, also 3 Schwestern. Und oh mein Gott, also zweimal oh mein Gott. Zum einen oh mein Gott 3 Schwestern und zum anderen oh mein Gott, ein kleines Hütchen. Oh, ich liebe sowas, ja. Schaut euch das mal an. Mit dieser Aussicht. Also viel mehr bräuchte es für mich ja nicht, ne? Da einfach ein Bett rein, kleine Küche. Mega cool. Ja, zurück zu den Schwestern. Ich habe so ein Thema mit Schwestern. Also ich habe auf dieser Reise schon sehr viele Schwesternpaare, sogar ein Zwillingspaar kennengelernt. Und das nährt mich total, weil ich meine Schwester vermisse. Sina, ich vermisse dich. Weil, also wirklich eines der besten Sachen in meinem Leben, die mir geschenkt wurde, ist einfach eine Schwester. Also ich kann es nicht anders sagen, aber eine Schwester zu haben ist einfach das Beste. Und was ich bei denen halt so cool finde, ist, dass die ein Jahr lang machen die gerade Sabbatical mit ihren Eltern und reisen so durch die Gegend. Und ich finde das so krass. Also wenn du in so jungen Jahren schon so einen Zugang zur Welt ermöglicht bekommst, das ist ein totales Geschenk natürlich. Also ich glaube, das bereichert dich irgendwo auch dein ganzes Leben. Hier ist schon wieder ein Passagier. Wo wart ihr denn schon überall? Ganz viel Russland, Kasachstan, also in Russland waren wir nur ganz kurz. Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, ja. Wahnsinn. Litauen, Lettland. Wisst ihr, wer Picasso ist? Picasso kann fast so gut malen wie ich. Oh Mann, das war richtig süß und ich habe sogar ein Geschenk bekommen. Ein Stein! Ich werde ihn in Ehren halten, liebe Frieda. Vielen Dank. Bin jetzt auch ein bisschen traurig zu fahren. Aber letztendlich nicht wegen dem Strand, sondern wegen den Schwestern. Ja, weil so Begegnungen sind einfach, ja,
immer das Beste, egal wo, ob am Strand oder auf dem Busparkplatz. Let's go! Klassiker hier sind einfach Ziegen. Und das Ziegen. Hinter mir fährt gerade die Polizei mit Licht an. Das ist auch nicht ganz ungewöhnlich. Mich hat es am Anfang ein bisschen verunsichert und ich war so, hey, was wollen die jetzt von mir? Soll ich stehen bleiben? Aber die machen hier irgendwie sowas wie so Lumpensammler. Ich finde das total lustig. Also die fahren einfach so mit Licht an, so rum. Also gerade auf der Autobahn sieht man das viel dann auch relativ langsam und gucken einfach, ob irgendwo was ist. Und ich habe letztens mal, also das mache ich eigentlich nicht, aber ich musste wirklich dringend aufs Klo. Und dann bin ich rechts in so eine Bucht gefahren und es war aber schon eher so eine Schnellstraße, wo man eigentlich nicht, man fährt nicht, um auf Toilette zu gehen in so eine Bucht, aber es ging wirklich nicht anders. Und es hat irgendwie so 30 Sekunden gedauert. Direkt hat die Polizei hinter mir gehalten und wollte dann natürlich gucken, ob ich ein Problem habe. Und mir das ja ganz unangenehm. So, nee, ich war nur auf Toilette. Gar keinen Bock jetzt auf diese Aktion. Oh, das sieht aber sehr gut aus. Ich versuche gerade zu messen, wie lang mein Radstand ist. Oh, das sieht sogar sehr gut aus. Also wenn das 2 Meter sind, wie messe ich das jetzt? Naja, so Pi mal Daumen halt, hier waren 2 Meter. 92. Ja, na doch, das sieht ganz gut aus. Das ist vielleicht so 3 Meter vielleicht. Man muss nämlich hier für die Mautplakette wissen, wie lang der Radstand ist. Letztes Mal wusste ich das nicht so genau. Also ich habe einfach 3,10 Meter gesagt, weil ab 3,20 ist es teurer. Aber ich wollte jetzt nochmal nachmessen. Aber dann kommt es ja ganz gut hin. I did it. Ich hab sie. Ich mache die jetzt noch nicht dran, das wäre zu einfach. Ich fahre jetzt auch keine Autobahn mehr heute, weil es ist einfach nass. Nee, es ist eigentlich gar nicht nass, die Scheibe mehr, aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Die meinte nur, dass halt, also es ist mir auch schon klar, ich bin jetzt die ganze Zeit ohne Plakette gefahren und es kann halt sein, dass sie mich halt erfasst haben. Also ziemlich sicher haben die mich erfasst. Und das Problem ist, dass man dann halt 11-mal so hohen Betrag irgendwie als Strafe zahlen muss. Let's go! Ich brauche jetzt mal hier ein bisschen Country Music, damit das hier auch alles passt. Oh, good darling, country fighting, hip hop, jump to the left, stick it, glide, zigzag, across the floor, shuffle in diagonal. Can you stay like that? Ah, yeah, sure. Because your door is the other side. It will be more comfortable for you. Ah, yeah, sure. So, like this? Yes, for this. Okay. Your bag is okay, but your front must be this side. I get it. You can stop like that. It's Like okay. that? Okay. Yes. Thank And you. you can make a little bit, Yeah. go a little bit further. Like this? Yeah, Okay. that's it. Thank you. You have a strong arm. You are coming from Germany. Yes, I'm coming from Germany. But your name look like Russian name. Can you speak Russian as well? No, I cannot speak Russian, but people often guess I'm from Russian. I don't know why. Because of fame, maybe. Of the name, yeah. Jana is Russian. Haltet ihr auf dieser Reise schon mal ein Lagerfeuer? Diesmal noch nicht. Normal ja, aber diesmal ist das Ich auch nicht. Ungewöhnlich, aber ich freue mich vor allem mit dieser schönen Schale. Das ist jetzt hier der erste richtige Campingplatz, auf dem ich bin in der Türkei. Und ich finde ihn richtig schön gemacht. Mit dieser Gemeinschaftsküche, wo man irgendwie abends auch so ein bisschen ins Gespräch kommen kann. Hier waren gerade noch Engländer und die 2 Holländer, mit denen ich mich länger unterhalten habe. Und ich bekomme ja immer mal wieder so Kommentare auch, sowas wie, ah ja, wenn ich noch mal jung wäre, würde ich das auch machen, aber jetzt bin ich ja zu alt, jetzt geht das nicht mehr. Also nur mal so, also die beiden waren jetzt nicht alt, die sind mindestens 50 gewesen, wenn nicht sogar 60 Jahre alt. Und die machen das so, dass sie 6 Monate arbeiten und die anderen 6 Monate vermieten sie ihr Haus und reisen halt. Und die reisen mit dem Fahrrad und mit dem Zelt, Leute, ne? Also das ist natürlich sehr günstig und wenn du auch noch deine Wohnung oder dein Haus untervermietest, ist das natürlich ein
gutes Konzept und halt total machbar, ne? Also finde ich irgendwie mega cool. Also ich hier mit meinem Wohnmobil bin natürlich da auch noch luxusmäßig unterwegs. Ich bin gerade voll dankbar, dass manchmal ja doch die Sonne durchkommt, auch wenn es gerade wieder nicht danach aussieht. Ich bin hierher gekommen mit Lucy und Max. Die standen bis vorhin auch noch hier hinter mir mit ihrem Bus. Habe ich gestern zufällig wieder getroffen, 2 Freunde von mir. Und die standen hier schon ein paar Tage. Deswegen habe ich mich jetzt mal hier dazu gesellt. Ja, heute ist so ein bisschen so ein Durchhängertag, was daran liegt, dass ich gerade hier viel am Laptop machen muss, was okay ist, weil das Wetter eh nicht so gut ist. Und ich habe total viele Fliegen in meinem Wohnmobil. Ich wollte eigentlich zeigen, wie man Fliegen aus dem Wohnmobil vertreibt. Und zwar mit dieser Technik, die habe ich selber auch... Oh, es hat schon geklappt. Nee, doch nicht, da ist sie wieder. Die habe ich selber gelernt von Freunden von mir. Und zwar muss man einen Wirbel erzeugen. Ja, eigentlich sollte man davor aufräumen, damit nicht alles im Weg steht. Dann kann man besser wirbeln. Und dann wirbelt man. Und dann wirbelt man das so durchs Fenster raus. Und es hat gerade überhaupt nicht funktioniert. Und was mich auch ein richtiger Downer ist, ich habe die Mautplakette verloren. Ich finde sie nicht mehr, es war so klar. Irgendwie, ich finde die einfach nicht mehr. Keine Ahnung, wo ich sie hin habe. Aber solche Tage muss es auch geben. Ah, jetzt ist ja noch der Tee ausgelaufen. Ja, großartig. Nicht der gute Tee auf mein Sofa. Ach, das Handtuch hatte ich ja in der Hand. Ach. Hier mal, wie ich so arbeite. Ich messe hier mit dem Maßband die Abstände des Fotos. Klassiker, oder? Ich meine, geht ja auch viel einfacher. Denn die Weihnachtsmarktsaison geht wieder los. Und genau, mit den Messern, auch mit dem Schmuck, gehen wir auf Weihnachtsmärkte. Also ich nicht, ich bin hier. Auf jeden Fall gibt es hier einen hübschen Flyer. Falls du es nicht schon weißt, ich habe auch einen Online-Shop für handgemachte Messer. Wenn du ein Messer zu Weihnachten verschenken möchtest, hast du nicht nur ein tolles Geschenk, sondern du unterstützt auch ein deutsches Handwerk. Den Link dazu findest du wie immer in der Infobox. Ich glaube, das ist irgendwie feucht, das Zeug. Ziemlich sicher sogar. Es hat ja geregnet. Ah, dann stand der Technik. Ja. Ich glaube, die Kerze ist danach ein Stroh. Schon für diverse Sachen. Oh, wow. Das hat nicht geklappt. Mhm. Ich dokumentiere hier zu wissenschaftlichen Zwecken, wie es sich anfühlt, Pfefferspray ins Gesicht zu bekommen. Falls sich jemand fragt, wie es dazu kam. Ich habe es mir aus Versehen selbst ins Gesicht gesprüht. Oh Gott. Ja, das war ein lustiger Samstagabend gestern. Es war eine sehr spannende Erfahrung. Mir ist das schon mal passiert. Letztes Mal mit meiner Schwester. Also es ist im Prinzip auf demselben Weg wieder passiert. Also dass es im Prinzip sich verkantet hat und ich mir es dann selber ins Gesicht gesprüht habe. Danke an meinen Opa, der mir das Pfefferspray geschenkt hat. Es ist sehr effektiv, Opa. Ich frage mich halt, hier steht patentierter Panikverschluss. Bedeutet das, dass es besonders einfach zu zünden ist? Also wenn ja, ist es zu einfach zu zünden. Naja, auf jeden Fall war es eine sehr geringe Menge, aber dafür direkt ins Gesicht. Und das war diesmal wirklich sehr interessant. Lange Rede, gar keinen Sinn. Witzig war, dass Lucy und Max meinten, gestern Abend wären ja nochmal Leute hier gewesen und die hätten so komisch gehustet. Und ich war so, ja, das war ich. Das war ich, weil hier waren keine anderen Leute, die gehustet haben, es war nur ich. Lucy und Max haben übrigens auch einen YouTube-Kanal, der heißt Innere Wurzeln und da dokumentieren sie das Reisen mit ihrem Hund und ihrem Baby und gewähren da echt sehr spannende Einblicke in ihren neuen Lebensabschnitt als junge Familie auf Reisen. Schau da gern vorbei. Heute ein bisschen Temperatursturz, wir sind jetzt aktuell bei 13 Grad, was schon ziemlich frisch ist. Aber es weht ein deftiger Wind
was das Ganze noch kälter macht, aber auch gut ist, weil hier jetzt einiges an Holz runtergefallen ist und wir dann hoffentlich heute Abend ein etwas besseres Lagerfeuer haben werden, weil ich jetzt mal clever bin und schon beim Tageslicht suchen werde. Diese Woche hatte von allem etwas. Ich war allein unterwegs, aber auch in bester Gesellschaft, in der Stadt sowie in der Natur und zwischendurch die unterschiedlichsten kleinen und großen positiven sowie negativen Gefühlsregungen, die mir signalisieren, hey, ich bin noch am Leben, ich stehe nicht nur am Rand, sondern bin irgendwie mittendrin und voll dabei. Also ja, solange ich irgendwie an dieser Erfahrung Leben im Auto noch wachsen kann, werde ich darauf auch gern noch ein bisschen hängen bleiben.